Hallo, freut mich, dass du dabei bist bei unserem Webinar KI im Finanzsektor Innovation trotz Regulierung. Ich freue mich, dass du dabei bist. Ich bin Christian Casari, Head of Partnerships and Sales bei der OnTech AI. Und ich freue mich sehr, dich heute durch das Webinar zu führen. Ich bin nicht alleine, sondern ich habe auch einen Partner mitgebracht, und zwar die Kränke AG bzw. Kränke Digital GmbH. Gemeinsam wollen wir euch zeigen, wie man KI-Systeme im Finanzwesen erfolgreich umsetzen kann. Und das ganz ohne Kompromisse bei der Sicherheit, beim Datenschutz oder auch bei der Compliance. Wir sprechen auch über praxisnahe Einblicke, und zwar möchten wir den ganzen Prozess beleuchten. Ja, von der ersten Herausforderung bis zur fertigen Lösung. Die Vorstellung meiner Mitstreiter hier ist sehr einfach. Und zwar muss ich nur sagen, hallo Tobias. Da alle meine Ansprechpartner Tobias heißen. Um jetzt nicht komplett verwirrt zu sein, wenn ich Tobias sage, werde ich den Vor- und den Nachnamen benutzen. Wir sind aber per Du. Ich starte bei Tobias Lind. Hallo. Weiters Tobias Domnick, Head of Organization and Development bei der Kränke AG. Danke, dass du dabei bist. Hallo. Tobias Wüchner, Geschäftsführer der Kränke Digital GmbH. Auch vielen Dank für deine Teilnahme. Hallo. Bevor wir starten, ganz kurz, wer ist OnTech AI? OnTech AI bietet ein integriertes KI-Ökosystem, welches Unternehmen dabei hilft, internes Wissen zu nutzen und komplexe Aufgaben zu automatisieren und dabei auch Datensicherheit und Datenschutz zu gewährleisten. Die OnTech AI ist Teil der OnTech AG, welche bereits seit 20 Jahren am Markt ist bei businesskritischen Unternehmen, und zwar machen wir dort individuelle Software. So. Aber jetzt genug von der Einführung von meiner Seite. Tobias Domnick, darf ich dich um eine kurze Vorstellung der Kränke AG bitten? Ja, gerne. Also, hallo in die Runde. Wir sind von der Kränke heute hier einmal aus der Muttergesellschaft, das bin ich, und Tobias Wüchner von der Digitaltochter. Und die Kränke AG ist im Bereich des Leasings unterwegs. Wir haben vor allem mittelständische Kunden, kleine mittelständische Kunden, und machen das Small-Ticket IT-Leasing. Wir sind globaler Finanzierungspartner. Wir haben in roundabout 30 Ländern Niederlassungen und Tochtergesellschaften und unterstützen eben vor allem mittelständische Unternehmen bei der Finanzierung von ihren Gütern, von ihren Maschinen, von ihren Hardware, IT-Produkten, um mal ein paar Beispiele zu nennen. Vielen Dank. Vielleicht, wie viele Mitarbeiter habt ihr, dass da vielleicht auch unsere Zuhörer und Zuschauer ein bisschen ein Verständnis dafür haben? Wir haben knapp über 2000 Mitarbeiter, also sind selbst noch gerade an der Grenze von mittelständischen Unternehmen und versuchen auch da natürlich unseren Kunden auf Augenhöhe zu begegnen, genau, weil wir dieselben Probleme, dieselben Herausforderungen auch bei uns kennen. Vielen Dank. Tobias Wüchner, jetzt gibt es aber auch die Kränke Digital GmbH. Warum ist das ein separates Unternehmen und was macht ihr da genau? Ja, genau. Die Kränke Digital ist, wie schon der Name sagt, der Digitaldienstleister, die Digitaltochter der Kränke Gruppe. Wir entwickeln, betreiben und kaufen tatsächlich auch Lösungen ein für die komplette Kränke Gruppe. Also wir sind quasi der Inhouse IT-Dienstleister, nicht der einzige. Also es gibt natürlich auch Möglichkeiten und diverse andere Dienstleister, mit denen die Kränke Gruppe zusammenarbeitet. Aber wir sind quasi der Inhouse-Dienstleister. Und warum hat man das gemacht? In unserem Geschäftsmodell haben wir natürlich einen gewissen USP bei gewissen Dingen, die man so am Markt nicht sinnvoll einkaufen kann oder nicht gut einkaufen kann. Das heißt, Teile unseres Geschäftsprozesses basieren auf Software, die wir selbst entwickeln, erstellen, kombinieren mit Kaufsoftware, und das ist dann auch der Link zu den ganzen AI-Themen. Und das ist alles gebündelt in der Kränke Digital. Wir sind so knapp unter 200 Mitarbeitern und sitzen in Baden-Baden und Karlsruhe. Okay, vielen Dank. Da würde ich gleich reinstarten mit der ersten Frage, und zwar würde ich gern ganz am Anfang beginnen. Das heißt, wann und warum ist KI überhaupt ein Thema bei euch geworden? Und vielleicht, Tobias Domnick, vielleicht kannst du mir da auf die Sprünge helfen. Wie ist das entstanden? Ja, also wie vorher gesagt, wir sind im Small-Ticket IT-Leasing unterwegs und kommen da auch her historisch. Und was heißt Small-Ticket? Also wir haben sehr kleine Losgrößen in der Finanzierung, und im Gegensatz zum klassischen Bankengeschäft lässt sich sowas nur abdecken mit hohen Automatisierungsgraden, mit starken technischen, innovativen Lösungen. Und das ist, wie der Name auch schon sagt, natürlich bei KI auch total relevant. Und
dazu kommt noch, dass KI einfach eine disruptive Technologie ist und wenn wir unseren Technologievorsprung hier behalten wollen, müssen wir auch bei disruptiven Technologien auch wieder vorne dabei sein. Und das ist natürlich eine starke Motivation für uns, immer hier einen klaren Markt zu sein, ein Auge drauf zu haben, bei diesen neuen potenziell disruptiven Themen guten Griff zu haben. Und deswegen haben wir auch hier beschlossen, früh viel zu investieren, um auch hier wieder die Grundlagen zu legen für unsere zukünftige Nische, für unseren Technologievorsprung. Das heißt, war das jetzt ein bisschen FOMO, Fear of Missing Out, oder war das der Marktdruck, oder war das einfach eine geniale Idee, weil ihr einfach so gut in die in die Zukunft schauen könnt? Ich meine, Tobias Wüchner, du hast vielleicht noch ein bisschen einen technischeren Blick in das Ganze. Möchtest du da auch was sagen dazu? Wir haben, als wir 2022 begonnen haben, unsere Digitalisierungsagenda zu konzipieren, das ist schon ein paar Jährchen her, haben wir das Thema Machine Learning, AI und Gen AI war da jetzt noch nicht so ganz groß, schon antizipiert gehabt. Also wir machen bei Kränke mit logistischen Regressionsmodellen oder an diversen anderen klassischen Machine Learning Use Cases machen wir schon seit Jahrzehnten Machine Learning. Aber AI, Gen AI ist noch weit weg gewesen und wir haben im Grunde damals schon vorgedacht, geplant, dass wir den Unterbau, die technischen Fähigkeiten, Möglichkeiten, Datenbereitstellung etc. so hindenken, wenn man schon ein Digitalisierungsprojekt startet, dass wir irgendwann zu gegebener Zeit das Thema AI als Puzzleteil mit dazu nehmen können. Das heißt, da war das schon auf dem Radar. Wir haben schon gewisse Vorbereitungen getroffen dazu. Ich will nachher bestimmt ein bisschen mehr dazu erzählen, was sicher auch mit ein Erfolgsfaktor war. Aber wir haben das Thema AI tief eingebettet oder so da noch nicht drin gehabt, sage ich mal. Das ist natürlich mit Mischung aus technischen Möglichkeiten, Modellen, logischerweise auch der typische Hype-Cycle und natürlich auch, wir sind am Kapitalmarkt, wir sind zwar ein klassischer badischer Hidden Champion, aber wir sind im SDAX, also wir sind am Kapitalmarkt und natürlich kriegt man dann auch vom Kapitalmarkt diese Fragen, was macht ihr eigentlich zum Thema AI etc. Also es ist eine Mischung eigentlich aus all dem, was ist technisch möglich, was hilft uns, wie kriegen wir das eingemeindet, was wir schon haben und wie können wir das belegen und sagen wir, strukturiert nach vorne entwickeln, was jetzt so zumindest Stand heute die Theorie, riesen Effizienzpotenziale für unser Geschäftsmodell heben könnte. Das ist, glaube ich, so in Summe ein bisschen, warum haben wir das gemacht. Okay, also eigentlich ein bisschen was von allem, also Druck von außen, Druck vom Markt, ein bisschen FOMO natürlich auch, ganz klar. Gut, es sind lauter gute Gründe, würde ich mal sagen. Jetzt beginnt man so eine KI-Reise und ihr habt ja, ich meine, KI ist ein dehnbarer Begriff. Du hast vorher gesagt, Machine Learning, das gibt es ja schon länger, das war immer schon ein Teil quasi eurer Struktur. Aber was ist es, wenn man Richtung Gen AI geht zum Beispiel? Gibt es da irgendwelche eine Grundlagenarbeit, die man vorher erledigen müsste? Oder sagt man einfach so, jetzt starten wir so ein Projekt und los geht's und man legt den Schalter um und alle galoppieren nach vorne? Tobias Dominik, was ist da aus Sicht eines Organisationsentwicklers? Was muss man da tun oder was habt ihr getan? Ja, du hast es auch schon ein bisschen gesagt, der Druck beim Tobi ist auch schon angeklungen. Du musst natürlich wissen, wo setzt du das ein? Das ist eine brutal mächtige, umfangreiche Technologie, die wir jetzt zur Verfügung haben. Und wichtig ist zu schauen, zu Beginn, wo ich die Anwendungsfälle, die Use Cases, wenn man dazu sagt, habe. Und das haben wir auch gemacht. Also wir haben im Jahr 2024 eine große unternehmensweite Kampagne über alle Länder gestartet, um einzusammeln, wo vor allem Mitarbeiter, wo die Prozesse tagtäglich leben, die Potenziale sehen. Und das war sehr wichtig. Also das hat uns ganz viele Sachen offengelegt, auch dass die Use Cases sich in der Fachlichkeit unterscheiden, technisch aber gleichartig sind. Ja, also wir haben das. Ein meiner Lieblingsbeispiele ist ja zum Beispiel die Meeting Minutes, diese Gesprächsnotizen, die wir aus allen möglichen Alternativen auch kennt. Die habe ich bei uns bei der Protokollierung, die wir nur durchführen müssen von irgendwelchen Meetings, genauso wie bei Gesprächen, die ein Sales-Mitarbeiter mit Partnern führt. Ja? Also unterschiedliche Anwendungsfälle in der Fachlichkeit, technisch dieselbe Technologie. Und wenn ich das im Anfang breit erhebe, ermöglicht mir das ein Archetypen-Mapping, sodass ich schnell Abhängigkeiten gleichartige Use Cases identifiziere und dann sehen kann, wie ich mit einer Lösung vielleicht gleich
vielen von meinen Kollegen helfen kann. Also es war ein ganz wichtiger erster Schritt, der uns eben vor diesem das Falsche tun, was ja eine große Gefahr auch ist, bei dem KI-Thema bewahrt. Und die zweite große Herausforderung, der Tobi hat es ein bisschen gesagt, war natürlich die Grundlagen zu legen, also eingebettet in das Digital Excellence Programm bei uns. Haben wir damit die Grundlagen geschaffen, skalierbar auch KI-Lösungen bereitzustellen. Das ist wichtig, um nicht in so einem Pilot-Setup gefangen zu bleiben, weil schnell irgendwas zu schaffen, das geht schon, skalierbar. Wir haben vorher gesagt, 30 Länder, über 30 Länder, das verfügbar zu machen. Das ist natürlich nochmal eine andere Hausnummer. Also ich glaube, diese Erfassung der richtigen, wichtigen Themen war ganz wichtig und die Grundlage zu haben, auch hier skalieren zu können und zu wissen, wo das möglich ist. Und auch eine gewisse Abhängigkeitsroadmap oder Implementation Roadmap dann von Anfang an vorzusehen. Das war, glaube ich, eine wichtige Grundlage, die wir gelegt haben. Das heißt, ihr habt von Anfang an quasi die Mitarbeiter mit einbezogen, ihr habt die Mitarbeiter gefragt, was sie glauben, was ihnen helfen würde. Ich kenne das auch von einem anderen Kunden. Wir haben, glaube ich, 80 Use Cases gehabt und jetzt dann durch den Filter gedrückt und technisch betrachtet waren es dann 10, weil viele einfach konsolidiert werden können. Das heißt, das war das eine. Und das andere, ihr habt es aber auch, und das machen viele Unternehmen nicht, die technische Voraussetzung mal wirklich euch angesehen, steht das auf guten, soliden Beinen, kann ich das dann auch skalieren. Und das sieht man leider bei viel zu wenig Unternehmen, das hat sie richtig gut gemacht, kann ich von unserer Warte aus sagen. Tobias Büchner, möchtest du noch irgendwas ergänzen oder war das ausreichend für dich? Ja, im Grunde das, was im Allgemeinen für Digitalisierung gilt, auch jetzt in der Softwareentwicklung, egal wo, das Richtige tun, es richtig tun, es schnell tun, ist ja immer ein Zielkonflikt. Ich kann super schnell irgendwas rausballern, was völlig am Markt vorbeigeht, oder ich kann schnell was machen, was für Marktbedarf bedient, aber halt nicht skaliert und mir ständig kaputt geht, oder ganz schnell was Stabiles, was aber am Marktbedarf, um im Grunde diesen Zielkonflikt früh auszuloten. Wo wollen wir denn hin? Wo ist denn unser Sweet Spot für uns als Unternehmung? Das ist ja überall ein bisschen anders. Es richtig zu tun, ist ja zum Beispiel in einem regulierten Unternehmen, da wird man später noch was dazu sagen, anders als in einem Unternehmen, was nicht reguliert ist. Da kriegen wir extern vorgegeben, was wir zu beachten haben. Schnell sein oder nicht schnell sein, hängt ja auch stark vom Marktumfeld ab. Und vom Reifegrad des Unternehmens und der Prozesswelt und der Effizienzhebel, das Richtige. Wo ist denn überhaupt mein Hebel? Ich kann Effizienz optimieren in einem Support-Prozess, der überhaupt gar keinen Hebel auf mein Geschäftsmodell hat, kann ich machen. Und deswegen das auszusteuern im Grunde, das haben wir, glaube ich, sehr früh gemacht oder sehr früh versucht, für uns den Sweet Spot zu finden. Und das werden wir jetzt, also machen wir auch kontinuierlich, dass wir danach steuern mit dem User-Feedback, mit den geänderten technischen Möglichkeiten, aber natürlich auch mit der Regulatorik. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass das kein statisches Thema ist, sondern dass man das permanent, diesen Sweet Spot neu ausjustiert. Das ist ganz, ganz wichtig. Das ist definitiv ein Organisationsentwicklungsthema, weil da muss man diese Silos, die das zusammenbringen und diesen Aushandlungsprozess reinbringen. Danke, total spannendes Thema. Das ist meiner Meinung nach auch, KI ist ja kein Selbstzweck. Wir haben alle genug zu tun, wir machen das nicht aus Spaß und der Freude. Und ich habe manchmal das Gefühl, also ich vergleiche das immer mit dem Mann, der einen Hammer kauft im Baumarkt und dann nach Hause geht und sich einen Nagel sucht. Eigentlich müsste es umgekehrt sein. Man hat einen Nagel und dann sucht man einen Hammer und kauft einen Hammer, weil man diesen Nagel hat. Viele gehen das Ganze falsch an und das ist spannend, dass man das eben auch so machen kann. Das ist eigentlich, sollte so sein, aber es macht halt nicht jeder. Danke. Ich habe dann noch die Frage aufgeschrieben, die ist aber zum Teil jetzt schon beantwortet worden. Also schauen wir mal, ob es überhaupt Sinn macht. Ich habe mir aufgeschrieben, wie kann man eine Organisation auf KI vorbereiten, beziehungsweise auch für KI enablen. Das habt ihr jetzt zum Teil natürlich schon beantwortet. Gibt es da noch etwas, wo ihr sagt, das würde ich zu der Frage gerne noch loswerden? Ja, ich würde noch das Thema Mitarbeiter einmal mit reinwerfen an der Stelle. Also du hast mal gesagt, von 80 auf 10, die Erfahrung haben wir auch gemacht. Also bei uns sind es am Ende aber 80 geworden nach unserem Eindampfen. 80 Use Cases, die wir ungefähr angehen, 80, 90 Use Cases. Und was da ganz wichtig ist, die Mitarbeiter mitzunehmen. Also ich glaube, KI ist sehr mächtig, sehr mächtiges Werkzeug, das eingesetzt werden muss. Ja, und es bringt nichts, wenn das nur von einer Handvoll Experten in der Digitaltochter vielleicht in der Spitze eingesetzt wird, sondern das muss breit im Unternehmen ankommen. Und da die Mitarbeiter mitzunehmen,
über die Kampagne am Anfang, dass sie den Use Case, den sie eingereicht haben, dann wieder sehen, das zu referenzieren und gleichzeitig zu begleiten. Also wir haben diverse Programme noch, zum Beispiel AI Driver's License ist so ein Thema, wo man sich über verschiedene Fortbildungsstufen Skills aneignen kann, oder auch ein AI Champion Konzept, wo wir dedizierte User dann identifiziert haben, die sich zu Fachexperten im Thema KI entwickeln, in den Ländern, die gar nicht in der IT oder IT-nahen Abteilung sitzen und die dann so ein bisschen als erster Ansprechpartner vielleicht in einem Land, vielleicht in einer Abteilung für ihre Kollegen fungieren. Und die werden dann auch immer ein bisschen früher zu neuen Rollouts abgeholt, um dann auf die ersten Fragen reagieren zu können. Und darüber schafft man eben auch, und das ist tatsächlich neben der Organisation an sich die zweite, glaube ich, wichtige Komponente, die Mitarbeiter da eng an sich zu binden, ins Boot zu holen. Wir hatten da mal den Vergleich, das ist jetzt wie, wenn er ein bisschen hinkt, wie googeln zu können. Ja, das war auch damals neu, das Internet, ich kann googeln, ich kann Wissen finden, aggregieren, mir zur Verfügung stellen lassen, und das musste ich auch irgendwie lernen, dass das funktioniert, und das ist jetzt um Faktoren größer, aber das ist dieselbe Herausforderung, die wir wieder haben. Ja, macht absolut Sinn. Vielen Dank auch, dass du das mit reingenommen hast, weil das erlebt man immer wieder oder liest doch sehr viel, dass sich da eben Mitarbeiter abgehängt fühlen, und im Endeffekt soll es ihnen ja nutzen, das Tool, und nicht gegen sie arbeiten. Und ja, wenn man Leute integriert, dann hilft das eigentlich immer. Danke. Genau. Jetzt so ein bisschen auch die Frage, was waren denn die Ziele? Wie gesagt, die Fragen sind immer, gehen ein bisschen aneinander über natürlich, aber was waren so die Ziele dieser KI-Initiativen? Ich habe schon gehört, teilweise war es einfach auch, weil der Druck vom Markt da ist, sehr kleinteilig, ein Automatisationsdruck, dass man einfach schneller wird, dass man vielleicht auch mehr erledigen kann in der gleichen Zeit. Gab es da konkrete Ziele, oder können Sie da ein bisschen mehr darüber sagen? Das würde ich jetzt wieder, weiß nicht, wer das von euch beantworten will, aber eher Richtung Tobias Dominik vielleicht am Anfang. Ja, das können wir uns mit Sicherheit teilen, aber du hast schon vollkommen richtig gesagt. Also die Kleinteiligkeit unseres Massengeschäfts ist natürlich immer verbunden mit effizienten und automatisierten Prozessen. Ohne die geht es bei uns nicht. Und KI kann ja auch die Stellen, die bisher vielleicht nicht automatisierbar waren, weil sie halt nicht so deterministisch sind, die kann man dann doch auf einmal dann jetzt wieder adressieren. Also das ist mit Sicherheit ein Thema, das ganz klassische Nutzenoptimierungsthema auf der Kostenseite, das wir haben. Wir haben aber noch ein zweites, und das ist die Mitarbeiterbefriedigung im Prinzip im Bereich von was tue ich. Also KI kann jetzt auf einmal Aufgaben abnehmen, die waren in der Vergangenheit auch nicht, ein Stück weit nicht automatisiert war. Da reden wir vielleicht auch später nochmal drüber, die Inbound-Mail-Kommunikation. Ja, die ist einfach so heterogen, dass die schwierig automatisierbar war in der Vergangenheit. Trotzdem war es eine relativ stupide Aufgabe, die man dann hatte. Und da kann man jetzt auch eben Mitarbeiter abholen, indem man ihnen Arbeiten abnimmt, die jetzt auf einmal automatisierbar waren, es bisher nicht waren, und da die Zufriedenheit letztendlich mit der eigenen Arbeitsweise, mit der tagtäglichen Arbeitsweise erhöhen kann. Ich glaube, ich kann mich erinnern, wir haben nochmal gesprochen, du hast gesagt, die Salesforce bei euch am Ende des Monats oder so oder des Quartals müssen die letzten 3 Tage alles Mögliche eingeben in das CRM-Tool, was ziemlich repetitiv ist und mühsam, und einfach solche Tätigkeiten können einfach da peu à peu einfach automatisiert werden, oder? Meinst du sowas zum Beispiel? Ja, genau. Also viel kann ich kontrollieren im System, und das konnte ich vorher auch schon automatisieren, wie und in welcher Form sich ein Kunde bei mir meldet, das nicht, und dann sicherzustellen, dass diese Mail dann auch bei der Person landet im Unternehmen, die sie beantworten kann. Das ist so ein klassischer Task, der war in der Vergangenheit super schwer zu automatisieren. Jeder hat sich da versucht zu helfen mit Outlook-Regeln und Buzzwords oder so. Das funktioniert jetzt durch die GenAI-Lösung halt einfach viel, viel besser. Und das ist ein absoluter Hebel-Use-Case. Genau wie du gesagt hast, bei uns sind die Quartalsenden oder die Jahresenden natürlich immer Punkte, neuralgische Punkte, an denen sich ganz viel akkumuliert an Workload. Und da haben wir jetzt auf einmal wieder durch die neue Technologie neue Möglichkeiten. Ja, super, vielen Dank. Tobias Wischner, möchtest du noch was dazu sagen? Ja, ich würde vielleicht noch eine Sache ergänzen, weil die so offensichtlich und fast schon trivial ist, dass wir die manchmal sogar intern vergessen. Was wir auch machen wollten, ist eine regulatorisch konforme Alternative zu den diversen US-amerikanischen Tools, die de facto ja benutzt werden. Gerade wenn wir mal angucken, die Nutzungsprofile von der Digital Native Generation im Unternehmen, natürlich verwenden die ChatGPT und Co. für alles Mögliche. Das lässt man, also das dann mit der
Axt wegzuhauen, das ist fast nicht möglich. Und vor allem kann man dann auch eben diese Potenziale gar nicht nutzen. Auf der anderen Seite, das gilt ganz speziell für für einen Finanzsektor, für bankaufsichtsrechtlich regulierten Umfeld, wo natürlich die Anforderungen vielfaches höher sind als für nicht regulierte Unternehmen. Aber effektiv gilt es eigentlich für jedes europäische Unternehmen gerade, dass es de facto nicht möglich ist, rechtskonform die US-amerikanischen Gen-AI-Tools und Modelle zu betreiben. Warum ist es so, wenn man zum Beispiel anguckt, das Verhör muss jetzt schon fast 2 Monate her sein, vom Chefjustiziar von Microsoft, vom französischen Parlament, da wurde de facto gesagt, dass sämtliche US-amerikanische Unternehmen nicht in der Lage sind, Daten europäischer Bürger zu schützen. Das heißt, eigentlich de facto begeht man einen Rechtsverstoß, wenn man personenbezogene Daten da reinpumpt. Natürlich ist es bei ganz vielen Sachen, wir benutzen ja auch gerade Microsoft Teams, das sind hier gerade teilweise personenbezogene Daten, also es ist natürlich immer eine Abwägungssache zwischen verschiedenen Risiken, aber damit man diese Abwägung überhaupt treffen kann, auch sagen kann, was ist für uns zu heikel, da gehen wir eher dahin, was ist, sage ich mal, akzeptabel, weil wir zum Beispiel sicherstellen können, dass keine personenbezogene Daten verwendet werden oder, dass man diesen Spielraum hat von Bleeding Edge, vielleicht effizient, schnell, aber nicht compliant hinzu, das ist völlig okay, deckt einen Großteil unserer Bedarfe ab, ist natürlich vielleicht nicht on par mit einem OpenAI. Das wäre auch ein bisschen Hybris, das zu behaupten als mittelständischer deutsches Unternehmen da. Das brauchen wir aber auch gar nicht, aber dafür halt absolut rechtskonform, dass wir diesen Regler drehen können. Das war eigentlich effektiv auch eines der größten Ziele, um ganz viel von dem, was passiert, einfach aus dieser Schatten-Grauzone rauszuholen und einfach zu legitimieren und dann auch zu gucken, was ist denn da, um darauf dann aufbauen zu können. Weil da passieren ganz viele gute Dinge, die wir gar nicht sehen. Und dann auch wieder in diesen Regelkreis zu kommen. Ich glaube, wir vergessen es manchmal sogar intern, das war mit eins der größten Achievements, die wir damit auch schon mal direkt erreicht hatten. Und wir sehen es gerade in Nutzungsstatistiken, dass das tatsächlich bis zum gewissen Grad auch funktioniert hat. Ja, danke, dass du das ansprichst. Also ich habe das sehr, sehr oft. Ich mache das jetzt auch schon ein paar Jahre und mit der Gen AI, also 2,5 Jahren jetzt mittlerweile. Und ich habe immer gesagt, da gibt es 3 Möglichkeiten. Es gibt die Möglichkeit, es zu verbieten. Und wie du richtig sagst, die funktioniert nur sehr anteilig, weil dann hat man halt das Second Screen Phänomen, dann macht man es halt am Handy nebenbei oder am eigenen Laptop. Dann gibt es die Möglichkeit, es zu regulieren. Das heißt, man hat Schulungen, dass man weiß, wie man das macht. Ja, dann ist man halt immer ausgeliefert, was die Mitarbeiter wirklich tun. Ja, und dann gibt es eben eine eigene Lösung anzubieten. Und das hat sie hier gemacht. Und das ist meiner Meinung nach der Königsweg und das Einzige, was wirklich Sinn macht, weil die anderen sind halt sehr gefährlich. Aber jetzt hast du schon sehr oft eben auch die Regulatorik angesprochen und ihr seid sehr stark reguliert, weil ihr im Finanzwesen seid. Ihr seid ein mittelständisches Unternehmen, wenn auch schon eher an der oberen Kante des Mittelstandes. Was gilt es denn da konkret zu berücksichtigen? Zum Teil hast du es eben schon angesprochen, Tobias Wüchner, die Frage geht an dich. Was gibt es da für Besonderheiten? Weil das macht das Leben ja nicht unbedingt einfacher. Ja, wenn wir da einfach mal anfangen bei dem Mittelständler. Wir sind Small-Ticket-Finanzierer. Also wir sind Leasing-Unternehmen und kein AI-Unternehmen und kein Hoster und kein Hyperscaler. Das heißt, im ersten Moment muss man sich bei allem, was wir tun, und es geht nicht nur um AI, egal was ist denn überhaupt für uns wettbewerbsdifferenzierend? Wir haben vorhin gesagt, wir haben 2000 Mitarbeiter. Das, was ein Siemens oder ein Bosch oder so machen können, da auch extrem explorativ unterwegs sein. Wir bauen mal Dinge und gucken und so weiter. Das kann man sich als Mittelständler in der Regel nicht leisten. Also wenn wir hier von 10% Innovationskapazitäten reden, dann reden wir hier über 20 Leute und nicht ein paar 10.000. Und über die 20 Leute oder 20 Mannjahre oder Personenjahre muss man dann überlegen, wo packe ich die denn klug hin? Und da kommt jetzt nicht unbedingt auf die erste Idee, lass uns mal eigene Modelle bauen, als Beispiel. Das ist generell, gilt das, glaube ich, für Mittelstand, Kleinunternehmen, Mittelstand, dass man halt noch stärker gucken muss, was ist denn für uns überhaupt wettbewerbsdifferenzierend und was nicht. Auf der anderen Seite hat man was natürlich jetzt speziell dann als Mittelständler, der international unterwegs ist. Wir haben extrem heterogene Bedarfe und Bedürfnisse in den verschiedenen Märkten. Wie kriege ich die denn zusammen? Also ich habe ohnehin schon limitierte Möglichkeiten. Wie kann ich diese verschiedenen Bedürfnisse dann auch noch abdecken und was davon ist überhaupt sinnvoll abzudecken und mit wem?
Und das dritte ist dann natürlich die Effizienz und Fertigungstiefe. Wenn ich schon da bin, das weiß, okay, das Tobi Dominik vorhin gesagt hat, das sind die Hebel-Use-Cases, das will ich tun. Ich habe aber nicht die Möglichkeiten, weder die Expertise noch die Kappa noch sonst irgendwas. Mit wem mache ich das dann zusammen? Also Thema strategische Partnerschaft, wie wir es jetzt eben mit euch, mit der OnTech gemacht haben. Aber eben auf Augenhöhe, dass wir so einen Co-Creation-Ansatz fahren können. Wir müssen quasi unser Geschäftsmodell, unseren USP voranbringen und umgekehrt können wir nicht das ganze Foundation-Thema selbst machen, wollen es gar nicht, wäre nicht effizient. Und wie man das halt hinbekommt auf Augenhöhe, ich glaube, das gilt bei uns für jedes Digitalisierungsprojekt. Wenn man das klug macht, das ist einfach der Teil, der wettbewerbsdifferenzierend am Ende ist. Die Firmen, die das klug machen und da ihre Ressourcen besser allokieren, die haben einen Wettbewerbsvorteil. Und die halt, sag ich mal, am besten alles versuchen selbst zu machen, die werden einen Wettbewerbsnachteil haben. Das ist die Sache, die generell für Mittelstand gilt und speziell halt für internationalen Mittelstand. Und im hochregulierten Bereich ist es natürlich, dass, ich sage es gerne, dann noch jemand gibt von außen, der gewisse Inspirationen gibt, was man tun soll und was man lassen soll. Also wir sind einfach nicht frei, den ganzen Lösungsraum zu nehmen. Das heißt, es gibt gewisse Dinge, wie wir beispielsweise, auch wenn wir Dinge an Partner auslagern, die BaFin, also unsere Aufsichtsbehörde, hat sehr starke Regeln, was wir auslagern dürfen und was nicht, wie diese Auslagerung auszusehen hat mit Exit-Szenarien etc. pp. Dasselbe gilt also sowohl jetzt mit einer OnTech als Partner, dass man natürlich dann sehr gut gucken muss, mit wem mache ich das denn auch, dass ich das vielleicht auch, wenn es geschäftskritisch ist, wenn ich auf einmal meine ganzen Kerngeschäftsprozesse mit AI vertüttelt habe und auf einmal der Partner wegfliegt oder keine Lust mehr auf mich hat, das findet die BaFin zu Recht nicht gut. Da muss man sehr gut nachweisen, sich Gedanken machen, warum man da auf den richtigen Partner gesetzt hat. Da braucht man ein hohes Vertrauenspotenzial, eben das Thema Augenhöhe. Aber auch wenn wir über Modelle und so Ähnlichem reden, wenn man mal bei Microsoft nachfragt, das habe ich vor einem Dreivierteljahr gemacht, was sind eigentlich die Retention Times für eure Modelle? Also wie lange kriege ich denn eine Zusicherung, dass dieses Modell überhaupt noch verfügbar ist? Und dann kam entweder gar nichts oder at best 6 Monate. Darauf kann man keinen, gerade in vielleicht einem eher konservativen Unternehmensumfeld, das wäre wirklich fahrlässig, auf sowas ein Geschäftsmodell aufzubauen, weil wenn es dann wegbricht, was dann? Und gerade wenn man eben in die aktuellen geopolitischen Unsicherheiten guckt, auch so Späße, dass auf einmal gerne, wenn man das merkt, also bei so großen US-amerikanischen Hyperscalern, kriegt Funktionen vermeintlich kostenlos irgendwo rein. Wenn man dann im Ökosystem drin hängt, dann werden auf einmal die Preise verdreifacht, haben wir auch schon ein paar Mal erlebt. Das sind alles Dinge, die zu Recht und zum Glück, muss man ehrlicherweise sagen, der Gesetzgeber mit der Regulatorik sagt, Leute, ihr habt ja gewisse Risiken, die habt ihr adäquat abzudecken und zwar auch verschriftlicht mit einer klaren Strategie. Und eigentlich, ganz viel davon ist eigentlich Common Sense und vernünftige Praxis, die eigentlich für jedes Geschäftsmodell gilt. Aber weil es halt im Bereich jetzt kritische Infrastruktur sehr, sehr ähnlich, Kritis geht ähnlich vor. Aber in all dem, wo der Staat sagt, nee, da will ich kein freies Spiel der Kräfte haben, gibt es halt gewisse Voraussetzungen, gewisse Regeln, die wir einzuhalten haben. Und das sind eben diese Auslagerungsthematiken. Das ist das Thema, wenn wir jetzt selbst wenn wir Modelle benutzen wollen für gewisse Dinge von den US-amerikanischen Hyperscalern, die natürlich immer Bleeding Edge sind in der Regel, dann können wir das tun, aber wir müssen es halt mit einer ganz bewussten risikoabwägenden Entscheidung machen, dass wir zum Beispiel sagen, naja, für gewisse Dinge, die für uns nicht kritisch sind, können wir das tun, da brauchen wir den Hebel, da brauchen wir diese Mächtigkeit der Modelle und da, wo wir es eben nicht brauchen und vor allem nicht dürfen, weil hochsensitive Daten, personenbezogene Daten, geschäftskritische Daten, geschäftskritische Prozesse, da brauchen wir ein Fundament unten drunter, was resilient ist. Und ganz konkret bei uns bedeutet das, dass wir von Anfang an die Plattform, unsere Lösung in Summe so designt haben, dass wir austauschbar sind bei verschiedenen Sachen. Also, dass es eben nicht daran hängt, ob man jetzt irgendwie ein GPT-Modell da hat oder ein Llama da, sondern dass wir sagen, mit einer gewissen Unsicherheit, mit einem gewissen, sag ich mal, Aufwand können wir alles im Rahmen des Möglichen austauschen. Das ist eigentlich der Kern gewesen. Das heißt nicht die, sag ich mal, technologisch allermodernste Variante immer zu nehmen oder die allergünstigste oder die allerschnellste, sondern dass das, was ich vorhin gesagt habe, dieser Zielkonflikt schnell, richtig und das Richtige tun, dass wir den permanent ausjustieren können in dem ganzen Stack, technologisch und organisatorisch. Und das ist eigentlich unsere Antwort darauf.
was eigentlich sehr, sehr wichtig ist für ein mittelständisches Unternehmen, weil da hat man einfach nicht die Möglichkeit, ein bisschen explorativer unterwegs zu sein wie in einem Großkonzern. Okay, das heißt, ihr seid agnostisch, habe ich jetzt durchgehört. Deswegen, es ist austauschbar, wenn euch irgendwas umfällt, stellt einfach was anderes auf. Genau. Wichtig ist, dass ihr mit Partnern arbeitet, weil ihr wollt euch auf eure Kernkompetenzen konzentrieren, die macht ihr gut. Und alles, was von der Kernkompetenz ein bisschen weggeht, man muss nicht alles selber machen. Das macht man aber mit einem guten Partner. Und diesen Partner sollte man noch dementsprechend gut eben sich ansehen und sich auf den Partner verlassen können. Das ist eben, glaube ich, auch ganz wichtig. Macht Sinn. Vielen Dank. Ja, jetzt haben wir viel darüber gesprochen, wie kommt man auf das, was sind die Ziele etc. Aber jetzt wäre es mal interessant, was habt ihr denn gemacht zum Beispiel mit der OnTech? Was genau, um was geht's da? Was ist das? Könnt ihr vielleicht ein bisschen beschreiben, was das war und auch eben, was für Funktionalitäten hat das, welche Besonderheiten, warum ihr habt euch für das entschieden? Ja, und da vielleicht auch gleich an Tobias Büchner gleich weiter. Möchtest du vielleicht wieder ein bisschen was darüber sagen, bitte? Also wir haben im Grunde, der Tobias Dominik hat es ja vorhin beschrieben, wir haben eine Use-Case-Kampagne gehabt und uns überlegt, was machen wir, welchen Use-Case davon machen wir dann mit einer Eigenentwicklung, was machen wir mit so einer Kollaboration oder so einem kollaborativen Entwicklungsansatz und was machen wir quasi komplett mit einem Partner und was kaufen wir zu. Das ist Teil unserer AI-Strategie, dass wir uns das bei all den Sachen angucken. Und beispielsweise bei dem Archetyp Chatbot, beziehungsweise dann auch hinten dran das Knowledge Management, Document Management Thema, haben wir uns relativ schnell dafür entschieden, das entweder also ein Teil so Co-Creation zu machen und den größten Teil davon machen zu lassen durch die OnTech. Das Thema Chatbot und das Thema Talk to Documents als Weiterentwicklung des Chatbots, aber auch das Thema Verfügbarkeit oder Verfügbarmachen unserer kompletten Wissensdatenbanken. Das ist nicht zum Beispiel eine ganz große Wissensdatenbank, wo unsere kompletten internen Richtlinien, Arbeitsanweisungen und Ähnliches drin sind, weil als regulierter Finanzdienstleister müssen wir eine sehr starke schriftlich fixierte Ordnung haben, wo ganz klar spezifiziert ist, beispielsweise, dass ein Vertriebsmitarbeiter folgende Dinge halt machen darf oder halt auch nicht machen darf, welche Kreditkompetenzen wer mit welchen Rollen hat, weil man das eben auch der Aufsicht nachweisen muss und auch nachweisen muss, dass die Prozesse entsprechend passieren. Wenn man jetzt aber diese, sage ich mal, doch schon große Datenbank, ich glaube, wir haben da über 2000 Dokumente drin, kombiniert mit, wir sind in über 30 Ländern unterwegs, mit allen möglichen Varianten dieser Dokumentation, ist natürlich die erste Frage als neuer Vertriebsmitarbeiter als Beispiel, was ist denn für mich überhaupt relevant? Wahnsinnig komplexes Thema. Und das ist genau das, was wir relativ schnell gesagt haben, das schreit nach AI. Und eben das war auch ein Lernpfad mit der OnTech zusammen, mit euch zusammen. Wir schmeißen erstmal alles rein, wir lassen die AI entscheiden, was relevant ist, oder wir gehen einen Zwischendrin-Ansatz, wir lassen den User erstmal spezifizieren, wo kommt er denn her, welche Rolle hat er denn und so weiter. Teile kriegt man dann auch irgendwie aus der Rolle raus, Teile nicht. Und dann lassen wir die AI entscheiden. Das ist auch so ein Lernpfad, den wir zusammen gegangen sind mit der OnTech, um zu gucken, okay, erstmal ein Vorfilter, was sind überhaupt die relevanten Dokumente für diese spezielle Frage, für diesen speziellen Benutzer. Das ist einfach ein Unterschied, ob ein Kollege in Italien in einem nicht regulierten Markt fragt, was er darf, oder in Deutschland im stark regulierten Markt, was er darf, oder selbst wenn er die gleiche Frage fragt, aber eine andere Rolle hat. Also da gibt es alle möglichen Permutationen davon. Und da ist viel Musik rein und viel Hirnschmalz rein zusammen. Und das ist wirklich so ein Co-Creation-Ansatz aus unserer Sicht, wo wir wirklich uns gemeinsam weiterentwickelt haben, wo nicht alle initialen Annahmen gehalten haben, manche Sachen sogar besser geklappt haben, als wir es uns vorgestellt haben. Das ist, wie gesagt, der zweite große Use Case neben dem Chatbot. Und dann haben wir jetzt nebendran, das sieht der Nutzer eigentlich nicht, auch über APIs die ganzen Funktionalitäten, die der OnTech-Stack hat, auch exponiert, damit wir die bei uns in unserer Leasing-Plattform, in unseren Leasing-Tools nutzen können, um beispielsweise Dokumente zu verstehen, um Rechnungen, Daten zu extrahieren und so. Und das hat auch einen Riesenhebel über die vertikalen Lösungen hinweg. So, glaube ich, einmal das Potpourri, wo wir gerade stehen. Vielen Dank. Tobias Lind,
jetzt muss ich dich mal auch aufwecken. Möchtest du vielleicht auch noch, ich meine, du hast da vielleicht die andere Sicht noch drauf, ja, also du hast ja die Sicht des Umzusetzenden. Möchtest du da vielleicht auch was dazu sagen? Ja, sehr gerne. Ich glaube, die Kollegen von Kränke haben schon sehr gut gezeichnet, was die Anforderungen sind, die Kränke an uns stellt, und viele davon sind eigentlich sehr gut gelöst. Wir arbeiten halt insofern viel damit zusammen, dass wir gewisse Probleme erst erkennen, während wir weitergehen in diesem Prozess. Aber weil die Kränke einfach ihre Digitalisierungsaufgabe einfach sehr früh erkannt hat und einfach im Griff hat im Großen und Ganzen, führt das dazu, dass es eigentlich relativ schnell Antworten auf gewisse Probleme gibt. Bei 2000 Mitarbeitern ist es einfach schwierig zu sagen, welcher Mitarbeiter darf welches Dokument lesen, zum Beispiel. Das ist etwas, das ist eine herausfordernde Aufgabe, aber das ist etwas, was man in den Griff bekommen kann, weil die Digitalisierungsarbeit einfach als das verstanden wird. Es geht nicht darum, einen Chatbot zu integrieren. Es geht darum, einen Chatbot zu integrieren, der das Problem löst, das für Kränke entsteht, und nicht quasi ein neues Spielzeug, mit dem jetzt Leute spielen können. Und ja, vielleicht zeige ich mal konkret her, was das bedeutet, und an einem Beispiel aus unserem Demo-Umgebung. Genau, wir nutzen jetzt die Demo-Umgebung, weil wir nicht mit den Live-Daten von Kränke etwas herzeigen wollen. Ich sollte auch dazu sagen, dass unsere Demo-Umgebung, wie es halt ist bei einem Unternehmen, was viele Kundenprojekte hat, immer ein bisschen hinterherhinkt, auch vom wie es aussieht, vom Look and Feel. Das ist schon durchaus hübscher, aber ich glaube, es geht ja um die Funktionalität, und die kannst du vielleicht ganz kurz herzeigen, genau. Genau. Was man hier sieht, ist jetzt eine Variation unseres Chatbots, die so eingerichtet ist, dass es ein Set an Collections dahinter konfiguriert sind. Eine Collection ist zu verstehen wie eine Liste an Dokumenten oder eine Datenbank. Am Ende möchte man einen Chatbot, der mit Dokumenten umgehen kann oder mit externen Quellen umgehen kann. Das heißt, es ist im Kern eine RAG-Technologie, aber damit einhergeht natürlich die Frage, okay, welche Dokumente sind für wen relevant? Das ist eine schwierige Aufgabe. Und wie finde ich diese Dokumente? Wie wir schon gehört haben aus den Requirements, ist es für Kränke essentiell, dass sie das Problem auf verschiedenen Ebenen angehen können. Sie möchten genauso die modernen GPT-Modelle verwenden können, die gerade erst rausgekommen sind, aber gleichzeitig auch die Modelle, die sie mit ihrer eigenen Hardware betreiben, die dazu führen, dass keine Informationen an externe oder außerhalb von ihren Unternehmen gegeben werden. Das heißt, was wir machen müssen, ist ein Layer, das einen Chatbot erlaubt, der all diese Variationen supportet. Hier unter diesem Dropdown darf man verstehen, das ist eine Gesamtkonfiguration, damit sind die Collections einhergehend, damit sind die Modelle einhergehend und auch wie der Chat im Allgemeinen funktionieren und reagieren kann. Wenn ich den Chat jetzt mal frage, so welche Funktionalitäten hat er zur Verfügung? So, schreiben muss ich können, Funktionalitäten. Dann bekommt man hier eine schlechte Antwort. Ja, es kommt davon, wenn man eine Demo verwendet, ne? Okay, ja, okay. Wenn man den richtigen Prompt verwendet, bekommt man auch die richtige Antwort. Grundsätzlich sieht man hier Placeholder-Funktionalitäten, die einfach zeigen sollen, was wir bereits beherrschen. Im Kern haben wir uns auf die RAG-Technologie konzentriert. Das heißt, diese 5 Funktionalitäten sollen jetzt einfach repräsentativ dafür sein, was ein RAG bedeutet. Man möchte ein Dokument suchen, man möchte daraus Antworten generieren, man möchte sicher gehen, dass eine Antwort auf ein Dokument auch wirklich auf der Basis der Dokumente entstanden ist und nicht einfach nur aus einem Modell halluziniert. Somit zeigen wir mit diesen Tools, wie wir sie nennen, einfach mal, was unsere Kernfunktionalität beherrscht. Man darf das aber so verstehen, für jeden, der MCP kennt, das wäre im Grunde ein MCP-Call mit einem damit einhergehenden
GUI, das ich gleich zeige. Wenn ich ihm jetzt sage, okay, suche mir ein Dokument, dann versteht der Chatbot aufgrund der Konfiguration bereits, in welchen Collections er an sich suchen darf. Hier, diese Eingabe ist ein Beispiel dafür, wie so ein Interface aussehen kann. Sowas können wir prinzipiell maßschneidern für alle möglichen Funktionalitäten, die ein Kunde prinzipiell haben möchte. Und wenn ich jetzt sage, was passiert, wenn ich die Formel 1 gewinne, weil unsere Collection im Hintergrund in erster Linie Dokumente beinhaltet über Formel 1 und ihr Regelwerk, dann vielleicht nochmal ganz kurz, Tobi, mit einer Collection ist gemeint ein gewisses Set an Daten, was der Kunde halt zur Verfügung stellt oder was er durchsucht haben möchte. Ja? Und das kann natürlich in Abteilung A anders sein als in Abteilung B, und genau darum geht es, oder? Ja, genau. Und das ist halt auch dann oberflächlich ist das schnell durchdacht, aber wenn man sich verschiedene Firmen ansieht, eine Firma mit 2000 Mitarbeitern hat extrem viele diverse Anforderungen, was das betrifft, und zu wissen, welche Collections für wen relevant sind und wie gut sie zu suchen sind, da entsteht im Endeffekt die größte Schwierigkeit, und da muss man einfach viel zusammenarbeiten. Prinzipiell ist es möglich, dass wir alle möglichen Datenquellen anzapfen, und für Kränke haben wir unter anderem einen Custom Connector gebaut, der es erlaubt, ihr Knowledge Management System in den Chatbot zu integrieren. Ich glaube, auch da liegt ja auch, glaube ich, das Interessante an einer Lösung wie der OnTech-Lösung, dass man, wenn man normale Dokumente hat in einem SharePoint, das kriegt man mit vielen Tools hin. Wenn aber jetzt die Daten in einem DMS drinnen sind oder vielleicht in einem eigen gestrickten CRM-System und dergleichen, dann wird es nicht mehr ganz so trivial, und dann braucht man eben solche Tools. Genau. Und was wir für Kränke momentan gemacht haben, ist im Endeffekt diesen Zugang zu diesen verschiedenen Datenquellen einmal zur Verfügung zu stellen. Es ist eine Partnerschaft, das heißt, wir bieten Ihnen etwas, das Ihnen erlaubt, besser zu verstehen, was für eine Lösung Sie eigentlich brauchen, und wir bauen auf dem auf. Das heißt, prinzipiell ist es schon das Ziel, hier konkrete Use Cases abzubilden, die Ihnen auch wirklich helfen, aber momentan beschäftigen wir uns damit, wie können wir diese Informationen anzapfen, wie können wir Funktionalitäten überhaupt an den Mitarbeiter bringen, die ihm am Ende seine Arbeit erleichtern soll. Aber zurück zum Thema, was sehen wir hier? Wir haben hier einmal im internen Dokumentenstore im Endeffekt gesucht, und er hat uns eine Antwort generiert. Diese Antwort basiert auf gewissen Quellen, und wenn ich mir jetzt anschaue, was das für Quellen waren, die er herangezogen hat, dann sehe ich hier in meiner Toolausgabe, dass er im Endeffekt 3 Dokumente herangezogen hat, um seine Antwort zu generieren, und wenn ich dem noch genauer nachgehen will, welche Dokumente das gewesen sind, dann schaue ich mir hier zum Beispiel mal das erste Dokument an, was da dahinter steht. Und er referenziert mich wirklich gleich auf das Dokument und auch auf den Bereich, wo die Information... Nochmal kurz, normalerweise bei ChatGPT stelle ich eine Frage und bekomme eine Antwort, und die Antwort wird generiert aus dem Wissen, was dieses LLM hat, mit Wissen und Anführungszeichen, weil er hat das ganze Internet gelesen, und daraus kann er mir eine Antwort geben, indem er einfach ein Wort nach dem anderen schätzt. Hier macht er das anders. Hier überlegt er sich, in welchem Dokument könnte etwas stehen, was diese Antwort beantwortet, nimmt dann den Teil des Dokumentes, den sogenannten Chunk, her, und daraus generiert eine Antwort. Das heißt, das machen wir hier. Das heißt, die Gefahr der Halluzination ist hier minimiert, weil ich natürlich nur auf Dokumente gehe und diese auch belegen kann. Genau, das ist im Endeffekt, was wir mit Relevance meinen. Wir wissen aufgrund der Chunks, aufgrund der Teile, die wir aus dem Dokument rausziehen, ob die Frage, die ich gestellt habe, nämlich was passiert, wenn ich Formel 1 gewinne, ob die inhaltlich überhaupt repräsentiert ist in diesem Dokument. Und eine Relevance von 0,52 ist im Endeffekt, also man muss wissen, der Wert ist zwischen -1 und 1, der sagt uns mit einer relativ guten Sicherheit, dass die Information bezogen auf was passiert, wenn ich die Formel 1 gewinne, vermutlich in diesem Dokument ist. Und das erlaubt uns im Endeffekt wieder zu sagen, wenn ich keine Dokumente finde, die eine hoch genug Relevanz beinhalten, dann kann ich im Endeffekt sagen, bitte gib keine Antwort, weil dann kann sie nur aus dem LLM heraus produziert worden sein und ist vermutlich nicht relevant für das, was der Kunde haben möchte.
weil am Ende geht es um die Information in seinen Dokumenten und nicht die in der öffentlichen Domäne. Okay, das heißt, ich geißle ihn quasi. Das LLM könnte viel mehr. Es könnte mir zum Beispiel auch beantworten, wie alt Donald Trump ist. Genau. Wobei er das selber sehr widersprüchlich immer wieder gibt. Das ist eine andere Diskussion. Aber er könnte es sagen, aber er wird es nicht sagen, weil es voraussichtlich kein Dokument dafür gibt, bei der Kränke zum Beispiel, was das Alter von Donald Trump belegen würde. Und deswegen würde er mir keine Antwort geben. Genau. Und da kommen wir aber auch schon an den Kern der Sache, was diese prinzipielle, diese RAG-Technologie schwierig macht. Es geht immer darum zu wissen, weiß ich, ob die Information, für die ich meinem Mitarbeiter zur Verfügung stellen will, weiß ich, wo die liegt. Und weiß ich, wie die gemanagt wird. Und das sind alles Themen, auch mit welche Models dürfen wir verwenden und darf ein Mitarbeiter verwenden, sind alles Themen, die Kränke einfach zu einem Zeitpunkt in den Griff bekommen hat, bevor wir eigentlich wirklich tätig geworden sind. Das heißt, wir können heute hergehen und sagen, okay, ja, wir können euch das mit GPT-Modellen machen, wir können euch das mit eigener Hardware machen, wir können das mit Collection aus einer Datenbank machen, wir können eure SharePoint-Collections integrieren, alles Mögliche, wo die Informationen herkommen, haben sie größtenteils eine Antwort. Und dasselbe gilt dann auch jetzt für die Erweiterung mit der Websuche und die wird sich genauso verhalten, dass wir einfach wissen können, ist die Antwort halluziniert oder ist sie basierend auf einer Quelle. Okay, super, vielen Dank. Natürlich kann das Kränke-System wesentlich mehr, aber ich glaube, das uns war eigentlich nochmal wichtig, so ein bisschen zu erklären, wo geht die Reise hin oder was steckt dahinter. Jetzt, wenn du es nicht mehr brauchst, würde ich dich bitten, das Screensharing wieder zu beenden. Und meine Frage wäre jetzt, wie wirkt sich denn das jetzt bereits, diese Lösung im Berufsalltag bei der Kränke aus? Und vielleicht auch in naher Zukunft, wird das jetzt schon benutzt? Wenn ja, wofür wird das benutzt? Gibt es da ein paar Power-User und andere, die es nicht sind, die es aber vielleicht noch werden, weil sie mit den Power-Usern reden? Wie kann man sich das vorstellen? Ja, eher, das würde mal sagen, das geht jetzt wieder eher in Richtung Tobias Domnick, bitte. Ja, genau. Also die Usage-Statistiken, die monitoren wir natürlich. Wir haben da auch relativ starke Zuwächse. Wir merken, viele nutzen das, aber nicht so viel, wie wir uns das vielleicht wünschen würden. Also wir merken, Technologie ist da, kommt an, Interesse ist da, die Fähigkeiten, das tatsächlich gewinnbringend einzusetzen. Das ist eine große Herausforderung natürlich und wir haben vorher auch schon ein paar Themen angesprochen. Also ganz interessant, wir haben 4 Dokumente, ich suche eine Information. Nicht alles ist auch unbedingt schützenswert, also es gibt keine Zugriffsrestriktionen. Und jetzt hat mich bisher halt davon abgehalten, im ungarischen Dokument nach der Antwort zu suchen, weil ich kein Ungarisch kann. Ja. Und durch KI fallen jetzt ganz viele solche Hürden, die wir natürlicherweise hatten, weg. Ja, das ist spannend und auch das Thema Kontextualisierung hier von meinen Fragen, von meinen Antworten, die ich dann bekomme, das ist ganz besonders relevant und hier gilt es ganz eng mit den Nutzern auch nachzuschärfen, wie muss ich das framen, wie muss ich den Kontext meiner Anfrage gestalten und auch abändern, optimieren, anreichern, damit ich diese Informationen bekomme. Ja. Und wir haben also dieses Knowledge Management oder diese Knowledge Management Use Case, das war tatsächlich auch der Gewinner Use Case unserer Kampagne, die wir einleitend mal benannt haben. Wir haben nämlich danach die User abstimmen lassen, die Mitarbeiter letztendlich Unternehmen abstimmen lassen, welche Umsetzung von welchem Use Case sie präferieren würden. Und das war eben auf Platz 1, also diese Suche der richtigen Information zur richtigen Zeit für mich. Das ist, glaube ich, ein Pain, der ist auch gar nicht unique jetzt für unsere Firma, sondern hat, glaube ich, jede Firma der Welt. Ja. Also das ist schon einfach also ein Highlight-Use-Case, den wir umsetzen, also Leuchtturm-Use-Case, wie wir es nennen, und der wird genutzt und wird aber auch kontinuierlich optimiert. Also wir sind hier stark auch im engen Austausch, deswegen Tobi Wiechner hat es vorher gesagt, wir sind ja in der Co-Creation unterwegs, versuchen auch unsere Learnings dann wieder an euch weiterzugeben und hier kontinuierlich zu optimieren. Also das Knowledge Management ist sicherlich ein Use-Case, wo wir jeden Tag neue Fälle entdecken, die wir nachoptimieren und nachschärfen müssen. Ansonsten haben wir das Dokumentenanalyse als Thema, das kam vorher auch schon, nämlich euer Chatbot kann natürlich neben dem Finden von Dokumenten auch Dokumente analysieren. Und das haben wir tatsächlich relativ häufig in allen möglichen Ausprägungen. Und hier ist ganz besonders die Daten- und Informationssicherheit relevant, wenn ich mit unternehmensinternen Dokumenten hier hantiere. Also das war einfach nur möglich über die Kooperation, die wir hier gemacht haben, das Setup, das wir gewählt haben. Das ist mit Sicherheit ein ganz wichtiger Use Case noch.
Und dazu haben wir, also ich glaube, die weiteren Use Cases, da brauchen wir nicht darauf eingehen, die kann man in jeder Pressemeldung von OpenAI auch nachlesen. Das sind Texte formulieren und so weiter, ja, Analysen, Zusammenfassungen, Übersetzen in Bullet Points, also solche Sachen. Die nehmen das durchaus wahr. Wir nehmen auch auf 2 Ebenen Messungen vor. Das ist einmal die Anzahl der Messages, also der Anfragen, die gesendet werden, aber auch auf Token-Ebene. Also es kommt auch darauf an, wie kompliziert meine Anfragen sind. Ja. Wir hatten das jetzt mal im Versuch von Dokumentation von Excel-Dateien, also sogenannten EDVs. Das ist natürlich ein ganz anderer Task, wenn ich den der KI gebe und auch ein ganz anderer Hebel, den ich habe, aber das habe ich jetzt nicht so häufig. Also eine Mail schreibe ich vielleicht ständig und lasse mir die zusammenfassen, optimieren, übersetzen. Wir machen auch ganz viele Übersetzungen damit, tatsächlich. Aber auch so ein sehr gewinnbringende Aufgabe am Tag kann mir extrem helfen als Mitarbeiter. Also wir monitoren das, wir haben so, würde ich jetzt mal sagen, 1000 wiederkehrende User, regelmäßige User, das ist fast die Hälfte, das sind jetzt unterwegs. Wir haben diverse Power-User, die wirklich sich abheben. Da sind wir ungefähr ich müsste jetzt genau angucken, irgendwo zwischen 50 und 100 unterwegs. Und unser Ziel ist natürlich, aus den 1000, 2000 zu machen, aus den 100, 200. Also das sind immer so unsere Schritte, in denen wir denken. Und tatsächlich auch mehr von diesen relativ leichtgewichtigen Anfragen in die wirklichen Hebel-Use-Cases zu kommen. Ja. Und da muss ich sagen, die OnTech-Lösung, die wir jetzt gesehen haben, ist so ein bisschen die Speerspitze. Also das sind die Funktionalitäten, die wir haben über ein User-Interface zur Verfügung gestellt. Daran probieren sich die Mitarbeiter aus, optimieren und kommen dann irgendwann und sagen, also dem Use Case mit der Prompt habe ich hier richtig gute Ergebnisse. Und dann ist es wiederum das Circling Back zu uns, unsere Aufgabe, das in die Systeme zu bringen. Ja, weil also das Tool ist natürlich wunderschön, aber trotzdem ist es ein Systembruch. Ja, und besser wäre es, die Information, die ich dann brauche, direkt an der Stelle, wo ich gerade das System bediene, zur Verfügung gestellt zu bekommen. Und deswegen vorkam kurz MCP, das ist natürlich das Wichtige. Also wir wollen im zweiten Schritt immer versuchen, dann unsere Systeme auch mit KIs zu verknüpfen und nicht den einen Use Case haben, diesen großen Assistenten, sondern eigentlich die 400 kleinen Stellen, wo die KI tagtäglich hilft. Also das ist so ein bisschen die Zielsetzung, wo wir eigentlich hinwollen und wo auch dann das Puzzlestück, das ihr uns bereitstellt, extrem wichtig ist. Okay, das heißt, lieber viele kleine Helferlein als einen großen digitalen Assistenten sozusagen. Aber du, Belinda, ich glaube, du wolltest gerade was sagen. Ja, wenn ich das noch kurz erweitern darf, das ist die zentrale Art und Weise, wie wir gerade vorwärts gehen. Wir lernen aufgrund von den Anforderungen bei Kränke, was sie genau brauchen. Wir haben uns API First auf die Flagge geschrieben. Das heißt, alles, was man über den Chatbot im Endeffekt erreichen kann, kann man auch mit einem API-Call erreichen. MCP ist nur eine Erweiterung von so einer Funktionalität im Endeffekt. Und die Idee ist dann zu sagen, das, was ich im Chatbot schon gesehen habe, dass es funktioniert, können wir das nicht hier in die Automatisierung reinholen, können wir hier das nicht vielleicht wollen Sie ja im Teams-Chat den Chatbot haben und nicht über unser Interface. Das ist prinzipiell alles möglich. Die Frage ist aber immer, ich brauche eine Sandkiste oder einen Ort, wo ich mal ausprobieren kann, um herauszubekommen, was denn eigentlich alles möglich ist. Und da sind wir gerade fleißig am Ausprobieren und vorwärts gehen. Okay, das heißt quasi, man muss nicht immer gleich alles voll durchautomatisieren, weil wer weiß, ob man es dann wirklich braucht und ob es dann Sinn hat oder ob es vielleicht nicht nur einer ganz toll findet, sondern schön ist, wenn man eine Sandbox hat, da kann man spielen und wenn man da drauf kommt, wow, das macht Sinn, dann kann man wirklich den Weg gehen und das dann auch in das Tool selbst bringen. Okay, macht Sinn. Danke. Ja, ist es immer so wieder gekommen, Zusammenarbeit mit OnTech und dadurch, dass wir ja hier auch am Tisch sitzen. Was macht die Zusammenarbeit mit OnTech besonders im Guten wie so im Schlechten? Ich hoffe, Schlechtes gibt nicht so viel, beziehungsweise schneiden wir das dann einfach raus. Was würdet ihr sagen? Also wie war die Zusammenarbeit? Hat sich auch zum Teil natürlich entwickelt, muss man auch fairerweise sagen. Und wie funktioniert die jetzt? Ja, wen möchte ich fragen? Tobias Wüchner, bitte. Also ich glaube, ich hatte es vorhin ja schon ein bisschen angerissen, das Thema Augenhöhe und Vertrauen ist natürlich sind so softe Dinge. Die sind aber extrem wichtig. Also haben wir jetzt bei Kränke bei
vielen verschiedenen Dingen gemerkt und sind jetzt sehr happy, auch mit der OnTech jemanden gefunden zu haben, einen Partner, wo das Thema Augenhöhe und Vertrauen eben gut funktioniert, weil das Thema Co-Creation kann nur funktionieren, wenn man gewisse Vertrauensbasen auf Augenhöhe agiert. Kann man ganz klar sagen, ich mache mal den Link gerne im Cloud-Bereich, als wir angefangen haben mit unserer Cloud-Journey, wenn man als badischer Mittelständler mit einer Microsoft verhandelt, das ist nicht Augenhöhe als Beispiel. Ja, das funktioniert nicht. Das sind einfach die Interessen zu unterschiedlich. Das sind die Hebel zu unterschiedlich. Das funktioniert nicht. Das haben wir bei verschiedenen Dingen gemerkt. Aber wenn wir beispielsweise die OnTech ist so, ich würde mal sagen, ungefähr unsere Gewichtsklasse, also von dem Setup, aber auch vom Mindset, von der Art und Weise, wie die OnTech denkt, das ist sehr kompatibel zu, wie wir bei Kränke denken. Eben so eine Mischung aus, nicht zu verkopft, zu viel Governance, zu viel nur auf Risiko gucken, aber auch nicht ein Startup, was nur auf, was könnte alles gehen und blöd gesagt nichts auf die Kette, sondern genau solider, guter Mittelweg zwischen nicht zu viel Governance, nicht zu viel explorativ, sondern irgendwas, was wir behalten uns zusammen, ein Ausprobieren, ein Wachsen zusammen, aber dann am Ende muss was Solides, Belastbares rauskommen und da haben wir ein sehr, sehr gutes Setup gefunden. Vor allem auch, das unterschätzt man manchmal, beim Thema Kultur und Arbeitsweise haben wir auch bei vielen Partnern gemerkt, wo wir dann am Ende drüber gestolpert sind. Wir haben zwar ein ähnliches Anliegen, es funktioniert technologisch toll, aber wir arbeiten einfach völlig unterschiedlich. Also zum Beispiel, wenn bei uns die Entwicklungsteams, in denen wir irgendwelche Dinge integrieren wollen, agil arbeiten nach Sprints und auf der anderen Seite nach einem starren Projektplan gearbeitet wird, das funktioniert nicht gut, haben wir ein paar Mal gemerkt. Und wir haben halt auch auf der Reise mit der OnTech zusammen uns da angenähert und haben jetzt einen sehr, sehr guten Arbeitsmodell, eine gute Ablauforganisation gefunden, wie wir das zusammenbekommen. Das ist ein Riesenasset. Wir machen, kann man glaube ich an der Stelle auch sagen, die OnTech macht auch ein bisschen mehr für uns als nur die AI-Plattform, sondern nebendran unten drunter auch den Großteil von dem Underlay, weil wir brauchen eine fundierte, eine starke, tragfähige Basis auf unserem Cloud-Stack, damit wir digitale Workloads hosten, betreiben, skalieren können. Und das natürlich AI-Workloads haben halt massive Skalierbarkeitsanforderungen. Und das zusammenzubringen, das war auch sehr spannend für uns. Das hatten wir ganz am Anfang gar nicht auf dem Radar. Wir sind dann auf der Reise zusammen so, das können sie sich ja auch noch bieten, das passt, wie sagt man im Deutsch so schön, wie Arsch auf Eimer. Vor allen Dingen, weil wir am Ende ja auch nicht nur Dinge bauen, sondern auch verlässlich betreiben können müssen. Und da hat die OnTech auch dadurch, dass 24/7 Betriebsmöglichkeiten bestehen, mit den nötigen regulatorischen Voraussetzungen, kann man das gut zusammenplanen, dann, wann wir es auch brauchen. Man braucht keine 24/7 Hochverfügbarkeit am Anfang, wenn man noch am Experimentieren ist, aber spätestens, wenn man irgendwie einen Kerngeschäftsprozess auf dem AI-Stack laufen hat, der richtig wehtut, wenn er nicht mehr funktioniert und dann nicht gleich den Betrieb mitdenkt. Und lauter so Dinge, das funktioniert in einem Zusammenarbeit richtig gut. Und eben auch die Bereitschaft, zusammen zu lernen. Genau. Ich glaube, auch in so einem Webinar ist es keine Überraschung, dass natürlich, man hat immer jeder Beziehung, jeder Partnerschaft, jeder Freundschaft, jeder Geschäftsbeziehung, hat man immer unterschiedliche Interessensgebiete. Das ist ganz normal. Aber die offen und ehrlich transparent zu bringen und zusammenzulegen, sagen, okay, hier passt zusammen, hier haben wir wirklich, und hier sagen wir, okay, das ist einfach nichts, wo wir jetzt, wo es sinnhaft ist, sage ich mal, Dinge zu tun. Das haben wir von Anfang an sehr offen gespielt auf beiden Seiten und das schafft Vertrauen, sowas. Und auch mit dem, wir liefern, was wir sagen, in beide Richtungen. Im Grunde, ich glaube, am Ende so ein weiches Wort wie Vertrauen kann man nur an Fakten festmachen. Und da haben wir jetzt an verschiedenen Dingen, glaube ich, uns beidseitig hohe Vertrauensbasis erarbeitet. Und deswegen machen wir noch weiter. Also wir sind ja erst ganz am Anfang. Und im Wesentlichen, ich glaube, um das abzuschließen, haben wir uns darauf festgelegt, dass wir quasi alle Dinge, die wir eher Richtung menschliche Schnittstelle, Assistant Use Cases machen, stark mit OnTech machen. Und die Dinge, die bei uns tief in unsere Systemlandschaft gehen, die wirklich tief in unserem USP hängen, mit der OnTech zusammen, da wo es Sinn macht, also mit OnTech Capabilities, der Tobi Lind hat das vorhin gesagt, die APIs nutzen der Lösung und da, wo es eben halt keinen Sinn macht, da wo wir halt komplette Eigenentwicklung machen. Und das fühlt sich in Summe sehr harmonisch an.
Ja, das Gefühl habe ich auch. Tobias Domnig und Tobias Lind, ihr habt euch ja schon öfters gehört aus eure jeweiligen Partner, teilweise untereinander. Wollt ihr da noch irgendwas? Es war ja durchaus manchmal auch ein Termindruck da. Habt ihr noch was zu ergänzen? Ja, also ich würde mal anfangen. Also genau, unternehmenskulturell passt das, glaube ich, ganz gut und auch in den Arbeitsweisen. Also es ist vorher kurz angeklungen, gerade Tobias, wir sehen uns ja auch in unseren Sprint-Meetings dann regelmäßig, also das Einfassen in unsere Arbeitsprozesse, das hat sehr gut funktioniert. Und wir machen auch in der Summe mit der, Tobias hat gerade gesagt, Delivery-Plattform darunter und jetzt der KI-Plattform, einfach ein paar Sachen grundsätzlich neu, nämlich wir haben viel, viel schnellere Lieferzyklen. Wir haben auch das so geframed im Unternehmen, dass wir wirklich schnell Feedback wollen, das schnell integrieren, schnell wieder ausliefern, diese agilen Zyklen auch mal tatsächlich so richtig zu leben. Ja, das können wir jetzt beim neuen Produkt natürlich viel einfacher als und das ist sicherlich auch kein Geheimnis und das sind wir auch nicht unique bei unseren Legacy-Applikationen, die wir noch haben. Und das hat so, also wir hatten Termindruck, 3. Juli war so ein einschneidendes Datum, da sind wir nicht live gegangen mit der globalen KI-Plattform und den 5 ersten Use Cases. Und da eine interessante Anekdote, wir hatten tatsächlich 2 Tage, glaube ich, vor dem Go Live haben wir ein Voting für diesen internen Chatbot bei uns für die Namensgebung veranstaltet unter den Test-Usern. Ja, das waren, glaube ich, 90 damals und der hieß, also die heißt Ella bei uns. Und Akronym steht für Enterprise Language Leasing Assistant, also ungefähr. Und wir sind dann live gegangen und haben gemerkt, das hat der Ella keiner gesagt, warum sie so heißt. Ein schlauer User hat natürlich als allererstes 2 Tage später das dort eingegeben und hat sie gemeint, davon weiß ich nichts, dass ich Ella heiße. Und dann haben wir, ich glaube, 4 Stunden gebraucht. In der Summe von das Problem kam rein, Analyse über das agile Backlog zu euch, Auslieferung zurück, bis die Ella wusste, warum sie so heißt. Ja, also das sind dann einfach die Zyklen, die man schafft, die man sonst aber eigentlich nur intern schafft. Ja, und das hat bei uns geklappt. Das war wirklich eine tolle Sache. Und so versuchen wir wirklich im kontinuierlichen, also wenn mal 2 Wochen nichts passiert, das ist schon eine lange Zeit. Ja. Und da nehmen wir auch, jetzt sind wir wieder bei dem Thema vorher, Leute mitnehmen, ja, Teams, Channel, unternehmensweit, mindestens 1, 2, 3 Mal die Woche kommen da Release-Notes über die neuesten Updates. Und das ist schon eine interessante und tolle Geschichte, die wir wirklich, also wie der Tobias gesagt hat, nur mit so einem extrem gut harmonisierenden, passenden Zusammenarbeitsmodell hinbekommen. Tobias Lind? Ja, ich kann das Lob nur zurückgeben. Ich glaube, was Grenke uns erlaubt, ist einfach der Kontakt zu einem Kunden, der sehr anspruchsvoll ist, was seine Regulatorik betrifft, was seine Anforderungen an so einen Chatbot im Endeffekt betrifft. Es sind zwar nur, unter Anführungszeichen, 2000 Mitarbeiter, aber eben ein sehr konservatives Segment und somit kommen wir schnell in Zugzwang, hier auch wirklich robuste Strukturen zu schaffen. Und ich glaube, ein gutes Beispiel war, wie wir Web Search integriert haben. Wir haben von unserer Seite recherchiert, wie die Lizenzbedingungen für API-Calls an externe Web-Engines funktionieren kann. Tobias Domnig hat das von der Grenke-Seite gemacht. Am Ende, wenn man dann versucht, etwas in der Realität zu schaffen, da kommt man drauf, dass alles immer ein bisschen anders ist. Im Endeffekt haben wir das Problem, glaube ich, innerhalb von 2 Wochen vom Tisch bekommen, beidseitig alle Ressourcen geschöpft, die wir gehabt haben, um schnell eine Lösung an das anzubieten. Und ich glaube, wir haben sehr viel von Ihnen mitnehmen können und ich hoffe umgekehrt genauso. Genau, na, das ist doch wunderbar. Ich glaube, das ist auch wie Beziehungen am fruchtvollsten sind, wenn beide voneinander lernen können. Und das ist, glaube ich, bei uns auch durchaus der Fall. Ich muss noch ganz kurz zum Tobias Wüschner was sagen. Bei uns heißt das wie die Faust aufs Auge. Statt ein Arsch auf Eimer. Die Frage, welches salonfähiger ist, lassen wir mal dahingestellt. Aber das habe ich mir nicht verkneifen können. Wenn ich so ein Webinar höre und da geht es eben um eine KI-Einführung und so weiter, frage ich mich dann oft, okay, aber wenn ich jetzt Tobias Domnig zum Beispiel oder Tobias Wüschner 2 Jahre zurück oder 3 Jahre zurück, was würdest du den Tobias Wüschner raten,
wenn ihr noch einmal das Projekt starten würde? Also was sind so die Besonderheiten? Was waren so Dinge, die du vielleicht jetzt besser machen würdest, jetzt mit deinem Wissen von jetzt? Was würdest du da raten? Tobias Büchner, bitte. Also rückblickend, ich glaube, was wir ganz gut gemacht haben, und das ist auch, ich habe tatsächlich vor einer Woche erst eine Geschäftsführung von einem anderen baden-württembergischen Mittelständler, die gerade an der Reise ist oder ganz am Anfang stehen, wo wir vor wahrscheinlich ein bisschen über 2 Jahren standen. Die haben genau die Frage gestellt. Und ich glaube, was wir ganz gut gemacht haben, auch aus der Erfahrung von allen möglichen anderen Digitalisierungsprojekten, dieses Wollen und Können, das übereinander zu legen, relativ an den Anfang zu packen. Weil ganz oft läuft das auseinander. Dann läuft Wollen los und Können los und dann trifft man sich irgendwo hin, um festzustellen, man hat sich auseinandergelebt. Das ist ganz teuer und ganz schlecht. Also vorne das Wollen relativ klar zu kriegen, das ist, was Tobi Domnick gesagt hat, mit was sind eigentlich die Use Cases, wie priorisiere ich die denn, wo ist denn überhaupt AI sinnvoll da drin und wo nicht. Ich kann überall AI draufschmeißen, aber genauso wie ich ein Hello World Programm mit drei Ifs machen kann, in 3 Minuten kann ich auch ein LLM, ein eigenes antrainieren. So kann man alles machen, ist aber nicht ökonomisch. Also das sind so die Dinge, dass man das relativ früh klar kriegt. Also was will ich denn tun? Was ist denn eigentlich mein Value Proposition? Was will ich erreichen? Und dann hinten dran zu gucken, dass das können. Was kann ich denn überhaupt? Und das ist weit gefächert. Kann ich denn mir das erlauben, mal hier irgendwie 2 Jahre F&E-Projekt zu machen, um dann vielleicht am Ende nur Grundlagenerkenntnisse zu schaffen oder so? Oder gucke ich denn, dass ich mich erstmal fokussiere auf, wo habe ich den Hebel, um dann zu gucken, wie mit einem Partner mit OnTech, die halt spezialisiert sind in der Umsetzung, mich darauf zu fokussieren auf dem Können. Oder auch, das merke ich ganz, ganz viel gerade auch mit in meinem Netzwerk, in Gesprächen mit anderen Geschäftsführern und so, das Können. Das ist auch ganz wichtig, was kann ich denn überhaupt mit AI und was darf ich denn überhaupt mit AI lösen? Da muss man nicht nur in die regulierte Welt gehen, wie jetzt im Finanzwesen, wo man zum Beispiel sagen kann, naja, alles, wo ich belastbare Kausalverbindungen brauche, wie eine Kreditentscheidung, die kann ich gar nicht oder nur mit ihre hohen Hürden von einem probabilistischen Modell entscheiden lassen komplett. Also da reden wir eher über Human-in-the-Loop-Ansätze oder so. Wenn man sich damit nicht auseinandersetzt, damit muss man sich auseinandersetzen, dann kriegt man relativ schnell Probleme. Und das gilt eben nicht nur im Finanzsektor, wo halt ganz klar Sachen geregelt sind, in der Ecke zum Glück durch Regulatorik, sondern das gilt ganz, ganz viel auch für die nicht regulierten Bereiche. Das sind die meisten, die nicht reguliert sind, mit denen ich rede, gar nicht bewusst. Wenn ich als Geschäftsführer mit meinem Privatvermögen hafte für meine Entscheidungen, die kausal nachvollziehbar sein müssen, ich versuche, meine Entscheidungen einem probabilistischen Modell zu delegieren, was im Wesentlichen sogar sehr plausibel Quatsch erzählt, also halluziniert, das geht gar nicht von der Technologie her, ein LLM sowas machen zu lassen, dann bin ich im Bereich der Fahrlässigkeit. Und das ist jeder Geschäftsführer einer GmbH. Und da greifen auch D&O-Versicherungen beispielsweise nicht bei so Geschichten. Oder muss ich halt sehr teuer extra versichern. Das sind sich ganz viele nicht bewusst. Also dieses zwischen völliger Hype-Cycle, ich habe hier eine Blackbox, da schmeiße ich alles hin, die macht alles zu, naja, ich lasse besser die Finger von, alles da der Sweet Spot für mich rauszufinden. Wo ist mein Risikoappetit? Was sind dann tatsächlich in meinem Geschäftsmodell die richtigen Hebel, dass man das ganz früh macht? Weil das empfindet man vielleicht am Anfang erstmal als Akademisierung oder alles so theoretisch und trocken. Aber wenn man erstmal losrennt und dann merkt, oh shit, das darf ich ja gar nicht. Oder Mist, jetzt habe ich ganz tolle Technologie, die ist aber komplett weg an meinem Geschäftsmodell. Das hat gar keinen Hebel, das ist ganz schlecht. Also diesen Aushandlungsprozess ganz früh reinziehen, das haben wir, glaube ich, ganz okay gut gemacht, aber auch aus vielen schmerzhaften Erfahrungen von anderen Digitalisierungsprojekten davor. Was wir rückblickend, glaube ich, hätten früher machen können, ist aber immer schwer, ist dieses Thema Arbeitsweise ganz früh zu synchronisieren und anzusprechen. Wir haben uns da richtig gut gefunden. Aber wir haben gar nicht so arg viel drüber geredet am Anfang, um dann festzustellen, naja, da gibt es einmal natürlich das Ziel, kann man auch hier so offen sagen, von der Kränke, wir wollen eine Lösung, die für uns nutzt. Eine OnTech will eine Plattform bauen, die halt einigermaßen agnostisch ist. Und wo finden wir uns da wieder? Dass es ökonomisch für beide Seiten ist, dass wir nicht alles nur kränkespezifisch haben, wollen wir ja gar nicht, weil dann sind wir wieder bei diesem Auslagerungsthema. Und wie finden wir uns da?
Wie arbeiten wir zusammen? Was fließt in die Plattform ein? Was ist Individualentwicklung? Was machen wir lieber bei Kränke? Was machen wir lieber bei OnTech? Was machen wir zusammen? Diese Diskussion haben wir gelernt im Laufe des Doing. Rückblickend, glaube ich, hätte man wahrscheinlich bei der einen oder anderen Sache drüber denken, stimmt eigentlich. Also da hätten wir auch mal drüber reden können bevor, aber das hätte Fahrradkette. Wir fühlen uns super wohl, so wie es gerade ist. Das klappt auch richtig gut. Aber das ist was, glaube ich, wo auch die Follow-up-Kollaboration, egal wie, glaube ich, von profitieren können. Sieht das individuelle Setup aus? Wollen wir alles selbst machen und nur ein paar Funktionalitäten nutzen? Wollen wir es fremd entwickeln lassen oder eine Mischung dabei? Und wenn es eine Mischung ist, dann früh das Arbeitssetup klären. Genau, das wäre sowas, was, glaube ich, rückblickend, wir hätten vielleicht früher machen können. Aber vielleicht hätte es auch gar nicht so viel Sinn ergeben, weil dann hätten wir die Sachen nicht gelernt. Also ich glaube, also das ist ja das Schöne, wenn man rückblickend sieht, dann ist ihm alles leichter. Ich glaube, dass wir zum Teil erst gehen gelernt haben, indem wir uns bewegen haben müssen. Deswegen ist es wäre das schwierig gewesen, weil wir wussten die Sachen nicht, bevor wir sie wussten, was halt immer so ist. Und ich glaube, das war so ein bisschen auch das Learning. Das Gute war, dass wir uns darauf verständigt haben, dass wir das wissen und dass wir das dann eben auch gemeinsam machen können. Ich glaube, das hat es ausgemacht. Tobias Dominik, möchtest du noch? Genau, also ich hätte auch noch tatsächlich einen Punkt, der eher in die OE-Richtung geht dann. Wir haben uns nämlich dem Thema risikobasiert genähert. Also wir haben geschaut, wir dürfen nicht das Falsche tun. Ja, das kam auch schon ein paar Mal, weil das ist teuer und die Zeit haben wir jetzt als Mittelständler, die Ressourcen haben wir auch nicht unbegrenzt. Wir haben die regulatorischen Risiken uns ganz stark angeschaut, weil man erbt auch bei KI ja alle bestehenden regulatorischen Anforderungen mit, ja, plus EU-AI-Act und so weiter, kommt dann noch on top. Also das ist natürlich schwierig. Wir haben die operationellen Risiken, wir haben es vorher gehabt, Vendor-Login-Szenario, nicht auf ein Pferd setzen, das dann nachher verboten wird oder ausfällt oder wie auch immer. Ja, und das waren einfach Risiken, die wir uns angeschaut haben und versucht dann auch entsprechende Handlungsstränge zu entwickeln. Ja, die Use-Case-Kampagne kam da raus. Wir haben immer ein Projektmanagement Strang gehabt, der ein bisschen klärt, wo laufen wir hin. Wir hatten immer ein regulatorisches Framework, das entwickelt wurde parallel. Wir hatten immer den technischen Pfad, über den wir jetzt auch schon viel gesprochen haben, wo wir viel mit euch zusammen gemacht haben. Und was dann noch übrig ist und was wir doch relativ spät angefangen haben, ist das Change Management. Also das kann man im Prinzip retrospektiv nie früh genug anfangen. Also das ist so ein Halbthema. Es gibt ein Rieseninteresse. Und das zu erklären, Formate zu finden, wie man früh jeden mit einbindet. Ja, und es gibt ganz viele Fragestellungen, die dann auch von den Mitarbeitern rauskommen. Wir merken auch, also wir haben vorher das Monitoring kurz angesprochen, die Gruppe, die das am intensivsten nutzt, ist das Apprentice-Team. Also wo die ganzen Auszubildenden, wo die ganzen, wir haben ja duale Studiengänge bei uns, die drin sind, das sind viele Power-User aus diesem Bereich. Ja, und da hat das Change Management neben dem, ich bringe Leuten bei, wie sie es nutzen, auch Change Management auf der Führungskräfteebene zum Beispiel. Ich gebe Mitarbeitern einen Task, irgendwas zusammenzufassen, das war früher 2 Tage, jetzt kommt er nach 10 Minuten. Ja, bestenfalls. Oder macht 2 Tage nichts, ja, und geht dann ins Freibad. Ja, also aus der Luft gegriffene Beispiele, aber also ich muss Change Management nicht nur machen auf der Ebene Mitarbeiter enablen, ja, sondern das geht wir haben jetzt mehrere Trainingsformate mittlerweile, Training für Manager in Hochrisikobereichen für KI-Missbrauch. Ja, gibt's auch. Machen wir jetzt, schulen andere Gruppen wieder wie LA4 Management. Das ist ein Schulungsstrang, den wir haben. Also da Change Management drumherum, was heißt ja nicht umsonst, TOMS, technische organisatorische Maßnahmen, die organisatorischen Maßnahmen da vernünftig einzuspielen. Das ist tatsächlich was man gleich in der ersten Minute mitmachen kann. Und das ist nicht unbedingt ein Risiko, weil nicht direkt ein finanzielles Risiko oder ein regulatorisches Risiko daraus ableiten lässt oder ein BCM-Risiko oder wie auch immer, sondern das ist einfach, wie bringe ich eine Technologie vernünftig ins Unternehmen und mache Change Management. Das taucht direkt da nicht auf, aber das zu berücksichtigen ist, glaube ich, wichtig. Das würde ich wahrscheinlich stärken, wenn ich nochmal anfangen müsste. Okay, vielen Dank. Ich glaube, wir können alle tagelang über das Thema reden, weil wir einfach auch viel Zeit damit verbringen. Ich würde das trotzdem aber einfach das jetzt mal auch so stehen lassen. Ich danke vielmals allen Tobiasen in der Runde für das Gespräch. Ich habe auch wieder viel gelernt.
super spannendes Gespräch. Wir werden uns sehr bald wiedersehen, weil wir einfach viel Kontakt auch haben, immer wieder durch das Projekt. Für unsere Zuschauer, ja auch danke fürs Zuhören und Zuschauen. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, einfach gerne auf mich zukommen. E-Mail ist christian.casari@ontec.ai oder einfach das Kontaktformular auf der Homepage nutzen. Ja, und noch eine gute Woche und viel Erfolg beim sinnvollen Einsatz von KI. Tschüss. Ja.